Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei Michael Grant, Klartext. Heute zu dem Thema: War der Angriff auf Polen wirklich ein Überfall? Ja, also meine Kritiker. Ich will Hitler nicht verherrlichen, aber ich will die ganze Wahrheit. Versteht ihr, was das Wort ganz bedeutet? Ganz bedeutet, dass man alle Aspekte erwähnt und nicht nur einseitig einen. Jede Medaille hat zwei Seiten. Also versteht, wenn ihr intelligent genug dazu seid. Ich will nichts verherrlichen, ich will es nur richtig stellen und objektivieren, indem ich Informationen bringe, die ihr Schwurbler sicherlich noch nie gehört habt und die unsere hochbezahlten Staatshistoriker aus bestimmten Gründen, aus Angst vor ihren Sesseln, nicht erwähnen. Und dennoch gibt es diese Dokumente und diese Wahrheiten. Es hat nichts damit zu tun, etwas zu verherrlichen, sondern etwas richtig zu stellen, zu objektivieren. Wenn ihr das begreift, dann seid ihr intelligenter, wie ich gedacht habe. Wenn ihr es nicht begreift, dann schwurbelt einfach weiter. Ich habe es schon tausendmal gesagt, in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur, bisher 6 Bände, sehr umfangreiches Band, gehe ich vom Wissensstand der damaligen Zeit aus. Also was wussten die Protagonisten, Hitler, Churchill, Roosevelt, bla 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 und so weiter, zur damaligen Zeit. Auch das müsst ihr begreifen. Nicht aus heutiger Zeit. Nein, nicht heutige Zeit. Damalige Zeit ist wichtig. In der Zeit, in der diese Leute gelebt haben. Heute, 80 Jahre später, wissen ja viele alles 100.000 Mal besser. Ist ja logisch danach. Aber wie war es zur damaligen Zeit? Das ist das Neue meiner Buchreihe. Dass ich nicht vom Sessel aus sage, ja, es war ja ganz anders, hat sich so und so entwickelt. Nein, wie haben die Personen damals gedacht? Wie haben sie damals gedacht? Und die Frage, war der Angriff auf Polen ein Überfall oder nicht, ist ein absolut weiteres Tabu. Der Begriff Überfall taucht in jedem Geschichts- und Schulbuch und auch in jeder TV-Dokumentation auf. Ich habe mal recherchiert, wann kam dieser Begriff zum ersten Mal überhaupt zum Einsatz. Und zwar, der polnische Außenminister Beck benutzte dieses Wort bei seinem Telefonat am 1. September mit Sir Howard Kinnaird, dem Briten. Ich zitiere: Die Deutschen sind zum Angriff übergegangen, ohne jede diplomatische Demarche, ohne Kriegserklärung verübt das Reich seit dem Morgengrauen einen eindeutigen Überfall auf unser Land. Zitat Ende. Seither ist politisch korrekt, die Deutschen als Täter darzustellen. Dazu möchte ich aber Folgendes richtigstellen. Tatsächlich erfolgte der deutsche Angriff auf Polen ohne vorherige Kriegserklärung. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber, jetzt kommt das Aber, hört genau zu. Nach damals herrschendem diplomatisch-militärischen Brauch wurde eine Mobilmachung de facto mit einer Kriegserklärung gleichgesetzt. Habt ihr das verstanden? Der damalige diplomatisch-militärische Brauch sagte damals, eine Mobilmachung kann man mit einer Kriegserklärung gleichsetzen. Das jedenfalls schrieb Graf Max Montclers in seinem 1923 erschienenen Buch Leitfaden zur Kriegsschuldfrage. Ich zitiere daraus: Das Wort Mobilmachung wird in doppelter Bedeutung gebraucht. In engerem Sinne versteht man darunter lediglich die Überführung des Heeres vom Friedensfuß auf die Kriegsstärke, ohne
dass die Truppen ihre Friedensstandorte verlassen. Anders geartet ist die Mobilmachung in weiterem Sinne, in dem das Wort heutzutage gewöhnlich gebraucht wird. Da beginnt auf den Befehl allgemeiner Mobilmachung mit einem Schlage nach genau im Voraus festgesetzten Plane automatisch nicht nur die Ergänzung des Heeres auf Kriegsstärke, sondern auch der Aufmarsch. Das ist die Beförderung der Truppen an die Grenze. Dass eine solche Mobilmachung den Krieg bedeutet, haben französische und russische Militärs und Politiker seit langem anerkannt. Polen hatte gegenüber dem Deutschen Reich zuerst mobil gemacht, und zwar das erste Mal im März 1939, und das zweite Mal im August 1939. Damit hatte es de facto dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, wenn man nach dem damaligen diplomatischen, militärischen Brauch geht. Auf diesen Umstand geht allerdings kein Historiker ein. Verschwiegen wird also, nach den damaligen militärischen Gepflogenheiten bedeutete eine allgemeine Mobilmachung den Krieg. Das Deutsche Reich musste Polen also den Krieg nicht erklären, da die Polen zuvor mobil gemacht hatten. Demzufolge, wenn man dieser Logik folgt, war der Polenfeldzug kein Überfall. Das ist eine Seite der Geschichte. Und ihr könnt jetzt euch selber entscheiden, war es für euch ein Überfall, so wie man uns das einhämmert, oder war es zum damaligen Zeitpunkt, wenn ein Land mobil macht und sein Militär an die Grenze zum Deutschen Reich verlegt, schon als eine Kriegserklärung. Auch vom unschuldigen und wehrlosen Polen, ich habe darüber viele Videos schon gemacht, kann keine Rede sein. Ich möchte heute noch einmal die Armeestärke ansehen. Polen hatte 1,3 Millionen Soldaten, Deutschland 1,5 Millionen. Die Polen hatten 50 Kriegsschiffe, die Deutschen nur 40. Die Polen fühlten sich ebenbürtig und vertrauten zudem auf die Hilfe von England und Frankreich. Deshalb tönten sie auch unverhohlen in Richtung Berlin. Kriegsminister Tadeusz Kasprzycki prahlte, ich zitiere, wir kennen nur die Offensive und im Angriff werden wir siegen. Soweit also zum Thema Überfall auf Polen. Überlegt euch einfach mal, was zur damaligen Zeit militärischer Brauch war. Ich sage nicht, es war kein Überfall, ich sage auch nicht, es war ein Überfall. Ich sage nur, das waren die damaligen diplomatisch-militärischen Bräuche, die nicht genannt werden heute. Und das ist einfach zum Überlegen, weil in meinen Büchern geht es immer darum, um diese Feinheiten. Weil diese Feinheiten entscheiden letztendlich über Wahrheit und Unwahrheit, über Lückenhistorie oder um die ganzen Fakten. Ich stelle dieses Faktum einfach zur Diskussion, dass es damals so war, dass es de facto kein Überfall war in den Augen der damaligen Bräuche. Ich will auch noch auf mein Buch Deutschland muss vernichtet werden aufmerksam machen. Mache ich ja jeden Tag, aber es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe dieses Buch für meinen Opa und für meine Oma geschrieben, die für dieses Land ihr Leben gegeben haben und weiterhin auch in Deutschland heute vom Mainstream und von den Historikern als Opfer zweiter Klasse gesehen werden. Wir sehen jeden Tag, hören und sehen wir die Opfer, die von den Deutschen umgebracht worden sind, was ja auch wichtig ist. Aber wieder zur ganzen Wahrheit gehört dazu, die Opfer, die von den Alliierten umgebracht worden sind. Und von denen sehen wir so quasi gar nichts. Und das ist etwas, was mich schon wieder absolut wütend macht, weil ich möchte alles sehen. Und in meinen Videos seht ihr den Teil, der fehlt in den öffentlichen. Deshalb wiederhole ich auch den öffentlichen Teil nicht mehr, weil manche schreiben, ja, der Grant ist nicht objektiv, er bringt ja nicht die Sichtweise, die vorherrscht, sondern nur die Sichtweise, die andere Sichtweise. Ja klar, das ist meine Strategie, dass ich
diese Sichtweise bringe, die verschwiegen wird. Die anderen könnt ihr in Bildern überall, was weiß ich, Guido Knopp und überall könnt ihr das sehen. Warum soll ich das nun mal nachbeten, mantramäßig? Ich gebe euch den Counterpart. So könnt ihr euch das Video von Guido Knopp ansehen zu dem Thema und mein Video und könnt dann entscheiden, aha, richtig oder falsch. Oder aha, irgendwas kann da nicht stimmen. Okay. Bitte folgt mir bei Telegram. Ich sage es immer und immer wieder. Ich werde langsam müde, es zu wiederholen. Aber nur ungefähr 15% meiner YouTube-Abonnenten folgen mir auch bei Telegram, was mir absolut unerklärlich ist. Weil bei Telegram bin ich jeden Tag, dort veröffentliche ich auch Videos und Audionachrichten, die ihr bei YouTube nicht kriegt. Irgendwann werde ich bei YouTube nicht mehr sein, weil irgendwann wird YouTube natürlich auch sagen, okay, den Kant wollen wir nicht mehr mit seiner Sichtweise. Und dann habt ihr mich bei Telegram. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonnieren. Und alles ist kostenlos und kostenlos und kostenlos, wenn ihr meine Arbeit, weil ich bin Einzelkämpfer. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich bin ein Einzelkämpfer. Wenn ihr mich unterstützen wollt, sind auch unten noch zusätzliche Daten angegeben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Krant.